wenn ich diesen Job habe, erst dann bin ich glücklich. Wenn ich dieses Ziel erreicht habe, erst dann habe ich etwas im Leben erreicht. Wenn ich diese Figur habe, erst dann kann ich mich wohlfühlen. Wenn ich geduldiger bin, erst dann kann ich mehr Frieden fühlen. Wenn ich. An manchen Tagen kreisen meine Gedanken ununterbrochen. Oft stelle ich mir Fragen, die weitaus in der Zukunft passieren oder nicht passieren werden. Ich verbringe oft so viel Zeit, mir Gedanken zu machen, was der nächste Step ist, wie ich das und das erreichen kann. Und ich habe oftmals das Gefühl, dass diese Gedanken automatisch kommen. Ich denke, vielen von euch geht es genauso. Und ich möchte dir etwas mitgeben, was mir letzte Woche bewusst geworden ist. Alles passiert jetzt. Und wenn ich wirklich meinen Fokus auf das Jetzt lege, dann entstehen meistens die größten Wunder. Synchronizitäten, alles fügt sich. Und jedes Mal denke ich mir, wow, loslassen, Fenja. Ich bin wirklich super ungeduldig. Ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin, aber dieses Feuer in mir, das ständig nach mehr träumt, bringt mich zwar voran, lässt mich aber auch oftmals ermüdend fühlen und die Gegenwart vergessen. Die kleinen Dinge, meine Routine helfen mir oftmals, im Hier und Jetzt anzukommen. Eine aufgeräumte Umgebung, meine Gedanken aufzuschreiben und zu sortieren, frische Luft und in die Ruhe zu gehen. Vielleicht ist das auch dein Reminder, einmal kurz die Augen zuzumachen, zu atmen, zu dir sanft zu sein. Du hast Zeit und alles wird gut. Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder hier mit dabei bist. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin derzeit super unmotiviert. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt oder allgemein die Herbststimmung. Ich muss dazu sagen, ich liebe Herbst. Ich liebe alles an den Herbst. Ich liebe die ganzen Farben draußen. Ich liebe den Regen. Ich liebe die Stimmung. Ich liebe Kekse machen und all das, was dazu gehört. Trotzdem, meine Mama hat früher immer zu mir gesagt, Fenja, du liebst zwar den Herbst unglaublich dolle, aber dort bist du auch immer am unmotiviertesten und dir geht es immer auch am schlechtesten. Und vor ein paar Wochen am Wochenende, wo es mir wieder nicht so gut ging, habe ich ein bisschen auf TikTok gestöbert und richtig coole Tutorials bzw. Taschen gesehen, die aus so einer dicken Wolle entstanden sind. Und zwar habe ich sie mir dann auch im Internet bestellt. Das ist diese riesige, dicke Wolle. Und daraus habe ich dann eine Tasche gemacht. Als erstes die hier und dann die etwas größere. Und ich finde, die sind so unfassbar schön geworden. Jetzt gerade auch zu meinem Outfit könnte beides richtig gut passen, finde ich. Ich habe auf Instagram gefragt, ob ihr Lust habt auf ein Tutorial. Es war super positiv. Ihr habt Lust darauf gehabt. Und deswegen zeige ich euch, wie ihr diese schönen Taschen selbst machen könnt, weil man sehr viel abschneiden muss, habe ich aus dem gleichen Garn noch diese Haarbänder hier geflochten. Einmal in so einem geflochtenen Stil und einmal in so einem gedrehten. Das zeige ich euch auch noch. Das ist echt super easy. Das ist innerhalb von 2 Minuten gemacht. Ganz viel Spaß mit diesem Video und lasst uns anfangen. Ihr nehmt euch die Wolle und legt das Ende der Schnur in die rechte Hand und mit der linken Hand hält ihr die Schnur fest. Ihr beginnt, dass ihr die Schnur in der rechten Hand unter das Garn legt, so dass eine Schlaufe entsteht. Und mit eurem rechten Daumen und Zeigefinger holt ihr die Schnur durch die Schlaufe durch, so dass noch eine Schlaufe entsteht. Diese zieht ihr einmal gut fest. Und jetzt nehmt ihr wieder mit eurem rechten Daumen und Zeigefinger die Schnur durch die Schlaufe und zieht sie etwas fest. Aber nicht zu fest, so dass wieder ein Ring entsteht. Das wiederholt ihr, bis ihr 6 Ringe oder man könnte auch sagen Schlaufen habt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die 7. dort oben lasst ihr erstmal so. Jetzt zählt ihr den 5. Ring im Bunde ab. Dort nehmt ihr wieder Daumen und Zeigefinger und führt die Schnur durch den 5. Ring durch, sodass wieder oben eine kleine Schlaufe entsteht. Überprüft einmal, ob der Ring genau gleich groß ist wie der zuvor. Und diesen Prozess wiederholt ihr, bis ihr dann 6 Ringe auf der linken Seite habt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Danach verknotet ihr einmal den Anfang mit der Schnur, dann kann es auf der anderen Seite mit der gleichen Technik weitergehen. Daumen und Zeigefinger, die Schnur durch den Ring führen und wieder oben eine Schlaufe bilden. Überprüft ab und zu wieder, ob die Schlaufen ungefähr gleich groß sind und parallel sich gegenüber liegen. Und das macht ihr so lange, bis ihr auf der anderen Seite ebenfalls 6 Schlaufen habt. Neue Reihe, das Prinzip ist hier genau gleich. Legt die Schnur rüber und zieht durch die erste Schlaufe mit Daumen und Zeigefinger einen Ring durch. Wichtig ist hierbei jetzt, dass ihr die Schlaufen nicht zu klein und nicht zu groß macht, sodass wirklich alle gleichmäßig groß sind. Die weiße Tasche am Anfang, die ich euch gezeigt habe ich etwas enger geflochten und die braune sehr locker. Je nach Geschmack könnt ihr jetzt entscheiden, ob ihr eine etwas größere oder kleinere Tasche haben wollt. Ab und zu überprüfe ich nochmal meine Schlaufen, ziehe die Tasche etwas auseinander, um zu sehen, wo ich gerade bin und wie viele Reihen ich schon gemacht habe. Und dann schaue ich ungefähr, wie hoch ich meine Tasche haben möchte. Und jetzt heißt es nur noch, genau das gleiche Prinzip die ganze Zeit anwenden, mit Daumen und Zeigefinger durch die nächste Schlaufe durchgehen und wieder einen Ring bilden. Allgemein ist das eine Beschäftigung, die mir unglaublich viel Ruhe gibt, um vor allem im Hier und Jetzt anzukommen. Zu sehen, wie nach und nach diese Tasche entsteht, ist wirklich irgendwie ein mega befriedigendes Gefühl und eine tolle Ablenkung oder Hobby. Meine Tasche hat jetzt 7 Runden gemacht. Das habe ich hier nochmal abgezählt auf jeder Seite und dann machen wir jetzt gemeinsam den Abschluss der Tasche. Wenn ihr an der Seite wieder angekommen seid, nehmt ihr euch die Schnur und legt sie grob um die Tasche rum, um einzuschätzen, wie viel Garn ihr noch für den Schluss benötigt. Ich schneide dann doch noch ein wenig mehr ab, um einen kleinen Puffer zu haben. Alles, was ihr jetzt tun müsst, ist die Schnur durch die nächste Schlaufe durchzuziehen. Und das macht ihr mit jeder Schlaufe, bis ihr am Ende wieder angekommen seid. So wie hier. Ich wollte meinen Henkel in einer anderen Farbe haben, aber ihr könnt natürlich auch die gleiche Farbe nehmen. Ihr nehmt euch die Schnur und macht eine Schlaufe durch eine Schlaufe, die an der Seite der Tasche liegt. Jetzt nehmt ihr wieder Daumen und Zeigefinger und zieht das Garn durch diese Schlaufe durch, sodass erneut ein Ring entsteht. Also genau die gleiche Technik wie vorhin. Und das macht ihr so lange, bis ihr mit der Länge des Henkels zufrieden seid. Ich wollte einen etwas kürzeren Henkel, daher war ich so mit der Länge zufrieden. Jetzt kommt das ganze Verknoten. Und ehrlicherweise habe ich da keine bestimmte Technik. Ich suche mir dann ganz einfach das andere Ende des weißen Garns und verknote das gemeinsam oder suche mir andere Ringe, die man gut miteinander befestigen kann. Für mich persönlich gibt es da kein richtig und falsch. Zum Schluss habe ich nur noch die Tasche etwas zurechtgeformt und voila, ist eure Tasche fertig. Also es ist wirklich super, super schnell gemacht. Als nächstes kommt noch das Haarband. Ich lege die Schnur um meinen Kopf herum, um zu schauen, wie viel ich ungefähr benötige. Da wir es flechten, brauchen wir natürlich etwas mehr Garn. Das schätze ich immer Pi mal Daumen ab. Wichtig ist hierbei, dass ihr nachher 3 gleich lange Stränge habt. Dann lege ich diese 3 gleichen Stränge auf dem Boden hin und nehme das Innenleben am Anfang raus und schneide es ab, sodass es auch hier wieder leichter ist, die Schnüre miteinander zu verknoten. Alles, was ihr jetzt macht, ist ganz normal zu flechten. Ein Tipp ist es wirklich sehr, sehr eng zu flechten, da sonst das Haarband zu groß auf eurem Kopf eventuell erscheint, aber probiert auch hier aus. Vielleicht mögt ihr sogar ein etwas breiteres Haarband. Vor allem für dickere Haare könnte ich mir das gut vorstellen, dass es etwas lockerer geflochten wird. Ich habe aber eher dünnere Haare und deshalb flechte ich immer sehr, sehr engmaschig. Und das macht ihr so lange, bis ihr eure gewünschte Größe erreicht habt. Manchmal kontrolliere ich, wie weit ich ungefähr bin. Ich halte mir einfach dann diesen geflochtenen Zopf um meinen Kopf herum, um zu schauen, wie viel ich noch ungefähr flechten muss. Zum Schluss schneide ich auch wieder hier etwas das Innenleben heraus und schneide es ab, um das Ende besser miteinander zu verknoten. Wenn ihr beide Enden abgeschnitten und verknotet habt, habt ihr dann so lange Bänder dort unten und diese beiden Enden verknotet ihr auch wieder miteinander. Zieht alles gut fest und dann könnt ihr den überstehenden Stoff abschneiden. Voila! Auch hier euer selbstgemachtes Haarband ist fertig. Ich liebe diese Haarbänder und ich finde, die sehen echt super, super süß aus.
dies ist es jetzt geworden. Ich habe mich spontan dafür entschieden, den Henkel braun zu machen und ich finde, die ist so unfassbar schön geworden. Und es ist so krass, weil das hier war mein erstes Projekt mit genau der gleichen Technik wie das hier. Also ich finde, die ist auch nochmal komplett anders geworden und die jetzt auch. Das heißt, ich habe 3 komplett unterschiedliche, also nicht komplett unterschiedliche, aber schon ähnliche Taschen mit dem gleichen Stil. Das hier ist ja auch eigentlich relativ simpel gewesen. Einfach nur flechten, zusammenknoten und fertig. Und dadurch, dass der Stoff so ein bisschen schon nachgibt, ist das auch ziemlich gut als Haarband geeignet, weil es nicht so stramm sitzt, sondern man es immer wieder so ein bisschen richten kann. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr, sehr doll freuen über einen Daumen nach oben. Und wenn du noch nicht Abonnent oder Abonnentin dieses Kanals bist, dies jetzt auch hier sehr, sehr gern zu tun. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald. Fenja.